Wie von Envision versprochen, haben wir neues Material zu Pioneers of Pagonia erhalten. Sollte dies so beibehalten werden, könnt ihr euch ab sofort alle 14 Tage auf eine neue Newsfolge zum Spiel in eurer Zocker-Lounge freuen. Also gerne Abo dalassen, damit ich euch weiterhin mit allen Infos zum Spiel versorgen kann. Die Windmühle ist neben dem Sägewerk und der Rüstungsschmiede das einzige Gebäude, welches uns voll ausmodelliert von Seiten Envision Entertainment bereits zur Spielankündigung im Februar präsentiert wurde. In der letzten Folge haben wir mehr über die Entstehungsgeschichte des Gebäudedesigns erfahren und sogar den ersten Entwurf von der Strichzeichnung hin bis zum fertigen Konzept präsentiert bekommen. Nachdem ein Objekt diesen Part überstanden hat, gilt es, das ganze Gebäude für die Spielgrafik anhand der Skizze fertig zu modellieren. So wird zusätzlich mit Blender ein 3D-Modell erstellt und dann mit Texturen bestückt. Die Windmühle besteht dabei aus Dachziegeln, Stroh, Stein, Holz und mehr, welche nach und nach auf das 3D-Modell gelegt werden. Zum Schluss werden Schatten definiert und der Lichteinfall simuliert, bis dann abschließend das fertige Gebäude vorliegt. Damit ist man natürlich noch nicht ganz fertig, schließlich soll sich das Windrad sowie der Mahlstein später drehen und sich sicherlich auch das gespannte Sonnensegel im Wind bewegen. Gut möglich also, dass ich euch dazu in der kommenden Folge mehr zeigen kann. Als neues Gebäude wurde uns diese Woche der Proviantmeister vorgestellt. Dieser produziert Proviant aus Nahrungsressourcen, die vorher ganz siedlerklassisch in Form von Fischen, Broten oder Fleisch durch eure Pagonia angeliefert werden müssen. Um richtig zu funktionieren, besitzt das Gebäude einen zentralen und für den Spieler gut einsehbaren Kocharbeitsplatz. Der hier angestellte Koch benötigt wiederum ein Messer als Werkzeug, welches ihr wohl vorab ebenfalls andersorts herstellen dürft. Der Proviantmeister bereitet also Essensrationen für zum Beispiel Entdecker und Schatzsucher zu und sorgt dafür, dass keiner dieser Pagonier hungrig auf Reisen gehen muss. Übrigens gilt das nicht für eure restlichen Pagonier, die anders mit höherwertigerer Nahrung über die Taverne versorgt werden, dazu aber sicher irgendwann in der Zukunft mehr. Bei genauerem Hinsehen lassen sich außerdem Fleischkeulen im Räucherofen sowie Pfannen und Töpfe erkennen. Auf einer Skala 1 bis 10, wie hyped seid ihr auf Pioneers of Pagonia? Ab in die Kommentare damit und in diesem Sinne, bis zum nächsten News-Update aus dem wunderschönen Pagonia.